So, liebe Freunde, ja, machen wir noch Watchlist. Ja. Der mit Weinflasche runter, sonst sehe ich aus wie ein Säufer. Ja, ja das Drachenhemd steht mir gut. Long Chishan, das ist das hochchinesische Wort für Drachenhemd, Mandarin. Ja. Und die Schrift drauf mit dem Drachen daneben bedeutet Sonnendrachen. Ja. Hätte man das auch geklärt und auch Mandarin, chinesische Schrift, ist eine fernostasiatische Schrift. Ja. Weil man das jetzt nicht so wie lateinische Schrift auch europäische Schrift ist. Wenn man das nicht so ins Detail dann erklärt, bedeutet das nicht, dass man es nicht weiß. Ja. Zum Beispiel habe ich auch nicht erklärt, was als ein Erdnuss drin ist. Ja. Erdnuss hast du eine Energiequelle. Ja. Du hast auch pflanzliche Proteine drin, also auch für Veganer, wenn die da irgendwie Kraftsport oder irgendwie Fitness oder Bodybuilding machen. Da hast du auch Omega-Fettsäure und du hast auch Vitamin B1 drin in Erdnüsse. Ja. Und das habe ich auch nicht erwähnt, dann haben sie auch gewusst. Ja. So, wollen wir jetzt auf unser Update gehen. Ja, ich habe mir beim Drogeriemüller was gekauft oder einiges gekauft, weil ich einfach Bock drauf gehabt habe, und das ist meine Watchlist auf der Nords. Watchlist muss ich auch noch was sagen. Andere machen Watchlist, wenn sie sich die Filme schon angeschaut haben. Meine Watchlist ist voll mit den Filmen anschauen. Ja, man kann schon mal gesehen, es gibt auch Filme, die ich noch nicht gesehen habe, weil ich es anders mache, weil wir andere wollten niemand kopieren. So, erster Film bei Drogeriemüller gekauft, Tim, die künstliche Intelligenz. Ja, ist ein Science-Fiction-Horrorfilm, da bin ich drauf gespannt, wie der ist. Den habe ich für 12,99 beim Drogeriemüller gekriegt. Ja. Das Cover hat mir angesprochen und bin ich mal gespannt, wie er mir gefällt. Ja. Und ja, kann ich vielleicht noch vorne zeigen. Ja. Also das Cover sieht noch mal ganz guter Special Effects aus. Hier der Hintergrund sieht schon ein bisschen gruselig aus. Und da bin ich gespannt, wie der Film ist. Ich muss auch sagen, ich habe mir von der Cassandra auch viel versprochen. Ich habe dann ich habe den Trailer gesehen in YouTube und da hat mir auch gesprochen. Und dann haben wir das angeschaut und die Grundidee war gut, aber jetzt auf vieler Ebene haben sie verbockt. Außerdem war es mir nicht so, also der Gruselfaktor war mir zu niedrig. Wenn man einen Gruselfaktor kommt, ist er schon gleich kaputt gemacht worden. Und mir war einfach das nur zu brutal. Und das möchte ich nicht sehen und von daher, ja, kann ich mal ein Review drauf machen. Und jetzt, wie der Film ist hier, keine Ahnung, ich hab jeder seine eigene Meinung, das müsst ihr mir anschauen. Aber was ich empfehlen kann, war bei Netflix der Film Hero, der war genial, der war super. Ja. So, dann will ich weitergehen. Den Film habe ich schon als DVD gesehen, den hat der Mediensammler mal empfohlen und ein paar Tage später habe ich beim Drogeriemüller auf DVD gesehen. Und da habe ich gedacht, oh, den möchte ich mir gerne kaufen, weil Kampfsport, verschiedene Stile oder auch Show-Wrestling interessiert mich sehr und das sammle ich auch gerne in meiner Sammlung. Aber ich habe es mir nicht traut, weil wenn ich es mir jetzt gekauft hätte, der hätte mir der Mediensammler wieder vorgeschmissen, oh, der kopiert mich, ich habe es jetzt vorgeschlagen, ein paar Tage später schlägt er es vor. So, da habe ich es mir nicht traut zu kaufen, weil, was eigentlich Blödsinn ist, weil die sind Filme, die haben ja andere vor ihm vorgeschlagen und wenn er es dann vorschlägt, kopiert er andere Leute auch nicht. Und jeder sagt halt seine Meinung drauf. Jetzt ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen und da habe ich gedacht, okay, jetzt gönnen wir den Film Iron Claws, ja, und ich habe mir den jetzt als Blu-ray gekauft. Ja. Freue mich schon drauf. Ja. Den habe ich für 9,99 beim Drogeriemüller gekauft. Also die physischen Medien sind vorhanden und wenn man die physischen Medien eigentlich verstärkt quasi wieder haben will oder
eigentlich sind sie ja, die sind ja groß präsent im Internet, auch in bestimmten Lädern. Ich meine, die Nachfrage bei jedem Bezug möchte ja, ob sich rentiert, das möchte ja den Verkauf aus dem Laden. Aber wenn ich das verstärkt habe, wieder im Laden die Nachfrage, dann kann ich nicht sagen, ich stelle jetzt einen Fünfer und belästigt Leute, ja, der hat mir jetzt kopiert. Weil das ist ja der Sinn einer Review, dass ich quasi die physischen Medien verstärken will. Ich mache ein Review und jemand anders sagt, oh, das ist interessant, kauft mir, schaut sich den Film an und möchte auch ein Review drauf. So kann man die physischen Medien wieder verstärken. Dabei die Worte auch nicht gegangen. Da wurde mal nach Nachfrage vielleicht ein wenig schwinden oder mal wieder wo die Leute wieder verstärkt kaufen, aber das wird nie gegangen. Das ist halt immer, was man an Geld verdient und gut, wenn noch ein Hit kommt wie der Streamingdienst, dann wird viele auf den Hit aufspringen, aber physische Medien wurde immer groß präsent sein. Das ist halt immer, also gucken halt die Leute mal erstmal verstärkt Streaming an und dann kaufen sie viele wieder mal Beuys. Das ist immer auch ein Trend, aber dass man ein bisschen weniger wird, aber das und dann wieder mehr wird, aber verschwinden wird das nicht. Vor allem man kann ja beides machen, man kann streamen und man kann kaufen. Also Streaming macht physische Medien nicht kaputt. Dass das eine Zeit lang mal die Nachfrage ein bisschen weniger war nach physischen Medien durch das, kann sein, aber die ist ja wieder gekommen und es wird immer bei jedem Produkt mal eine große oder weniger Nachfrage sein. Die Nachfrage wird immer da sein, deswegen wird halt auch, das auch immer präsent sein. Also, ja, und das nächste, was man kauft dann von Drogeriemarkt, ist Meisterdetektiv Pikachu Pokémon als Spielfilmversion. Das hat 14 gekostet, 14,99 und das haben für 6,99 gekauft. Und ja, die Pokémon-Saga sind auch sehr süß und versprechen auch viel davon. Ja. Ich habe auch beim Drogeriemarkt gekauft. Was ich jetzt im Internet gekauft habe, war, ich habe mir so Bocke, den komme ich ja bei Geburtstag und gebe mir selber Geschenk. Ein Erotik-Comedy-Film, Nackt unter Wilde. Ja, weil ich habe mir mal einen Film gekauft, das war in Aale beim Mediamarkt. Der Film hat geheißen Nackt unter Zombies, das war ein Verkaufsregal, die wollten ihn kaufen, dann haben die gesagt, ja, darf man ja nicht verkaufen. Der Film ist jetzt verboten, der wäre auf dem Index und das kann nicht sein, warum ist der bei Ihnen noch im Regal? Und dann ist der weggelaufen und hat sich erkundigt und dann war es ein Theater und da erkundigt ein paar, haben sie Diskussionen gehabt. Und da haben wir ja richtig aufgeregt und dann hat es gesagt, man darf den Film nicht verkaufen, das heißt, warum steht er dann noch im Regal? So. War ein anderer Film, der war halt Nackt unter Zombies und war so ein Erotik-Horror-Comedy-Film war das in dem Fall. Und dann ja, ein Bekannter aus Dänemark hat gesagt, haben sie was verwechselt, weil da haben sie einen anderen Film verboten in Deutschland, der hat quasi zerfleischt unter Zombies und in den Mediamarkt vielleicht was da verwechselt, weiß nicht, vielleicht haben sie beide auf einmal, es gibt ja Filme, die sind ja erlaubt und plötzlich sind sie verboten, vielleicht sind sie beide Filme verboten worden. Das ist jetzt wieder ein anderer Film, der heißt Nackt unter Wilde. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh Wilde, politisch nicht korrekt, Blödsinn, Wilde, das Wort wild ist ja kein negatives Wort, da könnte man auch sagen, die wilde Hühner wäre ja dann auch negativ, Blödsinn. Man sagt ja, die eine ist ja Zivilisation, das andere ist Wildnis, von der kommt ja das Wort eigentlich Wildnis, wilde, wenn Naturstämme in der Wildnis leben. Und man sieht dann auch, ja, das sind wilde Leute oder die leben in der Wildnis und das sind wilde. Ich weiß nicht, also so Naturstämme, die sind ja oft zivilisierter wie die Leute in der heutigen Zivilisation. Ja. Weil die wissen, wenn so ein Naturstamm irgendwo hart lebt unter bitteren Bedingungen, dann müssen die zusammenhalten, um zu überleben. Und heute bei uns in der Gesellschaft, die sich ja so hoch ansieht,
viele Leute sich gegenseitig mobben, sich gegenseitig das Leben schwer machen, übereinander sich lustig machen. Das ist ja schon, ja, unintelligent. Ja, das ist ja nicht zivilisiert. Das sind so die wo man als so Naturstämme, die sind ja so in der Wildnis leben, die sind nicht oft zivilisierter, die sind ja dort in dem Punkt zivilisierter, wo man immer oft sagt, die sind dort zivilisierter. Aber das darf man auch nicht ernst nehmen, das war halt so ein Trash-Titel, wo sie früher in den 70er, 80er genommen haben. Nackt und der Wilde ist halt auch ein Comedy-Film, Erotik-Comedy-Film, da versprechen wir sehr viel Erotik und sehr viel Comedy. Ich weiß nicht, ob man, ich trete da viele Leute in Tangas auf, ob man da jetzt das verdecken muss, das Tanga-Bild. Ist ja noch gemalt, in dem Sinn, Katja Krasowitsch ist oft im Tanga auftreten und den wir mal, aber trotzdem mal ordnungshalber zudecken. Also den Film. So. Den habe ich mir jetzt auch gegönnt. Der hat 14,99 gekostet. Der ist mir im Internet gekommen, also im Internet bestellt, der ist dann gekommen und ich habe mir dann, wo mir dann der Transporteur mir den Film gebracht hat, der wollte schon wieder wegspringen, dann habe ich ihm gesagt, halt. Dann ist er schon erschrocken, weil er hat denkt, er hat was falsch gemacht und ich habe ihm 2 Euro Trinkgeld gegeben, den viel Stress, die halte die Gesellschaft am Laufen. Und da habe ich auch, da hat er sich auch gefreut für die 2 Euro, ist ein kleiner Geistig und wenn jeder, bei dem er was vorbeibringt, jeder dem 2 Euro gibt, dann hat er gutes Geld. Wenn er schon mehr Leute in die Hand druckt, aber ich wollte auch Anerkennung machen, um die Leistung, Gebühren zu würdigen. Kann man mit einer kleinen Anerkennung sein, weil ihnen echt viel Stress und die müssen echt was stimmen. Und von daher habe ich gedacht, okay. Und ich habe ihm ein schönes Wochenende gewünscht und so und ja. So, die Erdnüsse sind gut, die haben auch Kokosnussmilch, denn sie haben noch mehr pflanzliche Proteine. Ja. Hiermit Lieferung Ende. Im Gelände.